Hallo meine Lieben, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich extrem auf das heutige Video gefreut, weil ich habe von Yasando was bekommen zum Ausprobieren und ja, das will ich euch heute unbedingt zeigen. Und zwar geht es um das Thema Sublimation und bevor ihr jetzt wegklickt, nein, ihr braucht dazu keinen Sublimationsdrucker, sondern ich habe neu Sublimationsstempelkissen. Und da könnt ihr tatsächlich die ganzen Stempel, die ihr habt, dazu verwenden. Ne? Vielleicht geht es euch auch so wie mir. Ne? Ich komme eigentlich vom Kartenbasteln her, aber ich habe damit gestartet und daher habe ich ganz viele Stempel. Aber als es dann so ein bisschen mehr in die Richtung auch Plotten ging, sind die ein bisschen in Vergessenheit geraten und kommen nicht so viel zum Einsatz. Und die kann ich jetzt eben wieder verwenden. Und ich finde auch, selbst wenn ihr einen Sublimationsdrucker habt, das macht wirklich Spaß mit diesen Stempeln. Also ich würde euch das wirklich empfehlen, das mal auszuprobieren. Das heißt, im heutigen Video geht es eben um diese Stempelkissen, wie ihr damit eben sublimieren könnt. Und wie immer werde ich euch da auch noch so ein paar Tipps und Tricks dazu geben. Mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Wenn ich von Stempelkissen spreche, dann sind es diese hier, die sind von Artesprit und die sehen eigentlich aus wie normale Stempelkissen, sind aber eben für Sublimationsfarbe und das steht auch jeweils hier drauf von wegen Sublimation Stamp Ink. Und dann habt ihr auch die Farbe. Von den Farben her, wir haben Schwarz. Ist eigentlich keine Farbe, einfach, wir haben ein schwarzes Stempelkissen und dann gibt es 8 Farben. Einerseits Pink, Gelb, Blau, Grün, Orange, Violett, Braun und Rot. Das sind die Farben, die zur Verfügung stehen. Und die Stempelkissen sehen ganz normal aus, wie andere Stempelkissen auch. Wenn ihr meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr auch, was ich jeweils mit so Stempelkissen mache. Und ich habe mir gedacht, heute probiere ich klar das Stempeln selber aus, dann aber auch das Blenden, hier mit so einer Blending Brush und Schablonen. Und dann werde ich auch kolorieren mit den Stempelkissen. Das werdet ihr heute alles sehen. Aber bevor ihr startet damit, würde ich euch jeweils wirklich empfehlen, dass ihr das Papier anguckt, mit dem ihr arbeitet, weil das führt durchaus zu unterschiedlichen Ergebnissen. Ich habe das ein bisschen getestet, einfach um mich vorzubereiten und euch da möglichst gute Informationen zu geben. Und wir gucken uns jetzt kurz die verschiedenen Papiere an. Was ich getestet habe, sind 5 verschiedene Papiere. Einerseits ein Laser- und Inkjet-Druckerpapier, ein 80 Gramm Papier, dann ein Kopierpapier, 120 Gramm, dann ein 200 Gramm Bastelpapier, dann habe ich das Sublimationspapier getestet und ich habe ein Aquarellpapier getestet. Das sieht jetzt alles schon ein bisschen gemattet aus, aber das ist nach dem Pressen. Also ich habe die hier schon verwendet, um eben die Tests zu machen. Und was ich bei allen gemacht habe, ist einerseits schwarz stempeln, dann ein schwarz stempeln und kolorieren. Dann habe ich mit schwarz geguckt, wie sich das verhält, wenn ich da Wasser hinzufüge. Dann habe ich die verschiedenen Farben gestempelt und jeweils auch ein bisschen weniger Wasser, ein bisschen mehr Wasser geguckt, wie das aussieht. Ich habe es geblendet, eben mit der Blending Brush. Ich habe es Text gestempelt und was ich auch versucht habe, ist ein Mirror Stamping zu machen, also ein gespiegeltes Stempeln, weil das Thema ist, wenn ich sage, ihr könnt eure Stempel verwenden, ich habe hier eine ganz normale Silikonstempel verwendet. Was nicht funktioniert ist, wenn ihr Text versucht so zu stempeln, weil für die Sublimation, wir bringen ja das zuerst auf ein Papier auf und dann pressen wir es wieder. Das heißt, wir müssten das eigentlich gespiegelt haben und das funktioniert halt nicht. Und ich habe versucht, das eben zu spiegeln, so wie ich das normalerweise mit den normalen Stempelkissen mache und das hat
nicht funktioniert. Das heißt, hier die eine Lösung ist, dass ihr von Artesprit Stempel habt, die eben gespiegelt sind, nicht so wie normale Stempel. Das gibt's. Oder es gibt hier auch Schablonen, ne, die ihr verwenden könnt, die auch gespiegelt sind. Oder ich werde euch eine andere Variante dann auch noch zeigen, wie ihr das auch noch angehen könnt, wo wir dann ganz einfach die Sublimationsstifte verwenden. Von den Motiven her habe ich einfach Sachen genommen, wo es keine Rolle spielt, ob es gespiegelt ist oder nicht. Jetzt gucken wir uns kurz die Resultate an. Fangen wir mal mit dem ersten Thema an. Was ich beim ersten Stempel wissen wollte, wenn ich das eben nur mit Schwarz stemple, wie intensiv die Farbe wird. Das war das Laser Inkjet Papier 80 Gramm. Das hier war das Kopierpapier 120 Gramm und das ist schon dunkler als das hier. Das beste Ergebnis eigentlich vom Schwarzen habe ich beim Sublimationspapier bekommen. Das ist ein richtig schönes Schwarz. Dann Aquarellpapier ist vergleichbar eigentlich mit dem Kopierpapier. Und das 200 Gramm Papier war das, wo es am mattesten war, weil das Thema ist, dass das Papier, je nach Papier eben, dass das die Stempelfarbe so ein bisschen aufsaugt. Und das hat das gemacht und von dem her ist hier die Farbe matter. Das heißt, wenn ich etwas nur mit Schwarz stemple, würde ich hier das Sublimationspapier verwenden. Das nächste Thema war, ich wollte wissen, wie das Kolorieren aussieht. Ne? Einerseits, wie die Farbe sich verhält, ob die schön deckend ist, ob ich da irgendwelche Flecken sehe. Dann, ob ich schattieren kann, ne, mit einer etwas dunkleren Farbe, wie das funktioniert. Ich wollte wissen, ob, wenn ich drüber färbe, na, hier über den zum Beispiel mittleren Strich, bin ich mit dem Pinsel drüber, ob der verschmiert. Das war das, was ich wissen wollte. Ja, und da habe ich eben auch wieder das Laserpapier. Da muss ich sagen, das Ergebnis sieht so lala aus, aber das Arbeiten mit dem 80 Gramm Papier funktioniert wirklich nicht. Also sobald ich da mit Wasser drauf bin, war das quasi durchsichtig und dann habe ich gar nichts mehr gesehen, was ich da eigentlich mache. Von dem her würde ich 80 Gramm Papier würde ich weglassen. Ich habe es noch weitergezogen und die Tests gemacht, aber das fällt für mich eigentlich ganz weg. Ich würde hier wirklich mindestens 120 Gramm Papier nehmen. Hier seht ihr die Farbe vom 120 Gramm Papier. Schattierung sieht man super schön, super schöne deckende Farbe, kein Verschmieren, also hier wirklich ein super Ergebnis. Sublimationspapier eignet sich nicht dafür, weil beim Sublimationspapier, das ist ja extra dafür gemacht, dass die Farbe eben auf dem Papier liegt und nicht zu stark einzieht. Aber wenn ich das versuche zu kolorieren, dann verschmiert es. Also das hat wirklich nicht funktioniert. Dann Aquarellpapier hat wiederum gut funktioniert. Die Flecken könnt ihr ignorieren. Das war mein Fehler, dass ich vorher den Stoff nicht abgerollt habe. Da war ein Fussel drin. Also das könnt ihr ignorieren. Und dann hier das 200 Gramm Papier hat vom Kolorieren eigentlich gut funktioniert. Aber eben hier habe ich das Thema, dass die Farbe zu hell ist, dass das Schwarz zu hell ist. Von dem her, wenn ich stemple und koloriere, würde ich tatsächlich hier das Kopierpapier des 120 Gramm nehmen. Dann das nächste, was ich wissen wollte, wie sieht es aus, wenn ich das stemple, ne, die Farben. Wie sieht es aus, wenn ich ein bisschen Wasser dazu füge mit dem Pinsel und das aufs Papier bringe? Und wie sieht es aus, wenn ich noch mehr Wasser dazu füge und das aufs Papier bringe? Und das habe ich mit allen Farben gemacht. Hier das 80 Gramm Papier und ihr seht es also wirklich nicht schön. Also es ist ein ungleichmäßiges Resultat, also das würde ich wirklich nicht machen. Hier beim 120 Gramm Papier, ich habe super schöne scharfe Kanten, wenn ich sauber gestempelt habe. Ne? Es gab auch, dass ich an den Kanten sich ein bisschen Farbe gesammelt hatte.
Das ist wirklich ein Anwenderfehler und nicht das Problem vom Stempel. Hier, was mich da extrem überzeugt hat, ist eben die Farbe, wenn ich das mit Wasser so ein bisschen auflöse, einen schönen Unterschied und auch wirklich eine schöne, wunderschöne Deckkraft. Weil das Thema ist ja, wenn wir versuchen mit Stiften auszufärben, dann sieht man ja immer die Linien, wenn ich zweimal drüber gehe. Das habt ihr eben mit dem Verfahren nicht, wenn ihr das mit Wasser macht. Hier Farben super schön, super leuchtend. Natürlich beim Sublimationspapier sind die Farben noch leuchtender, aber ich kann da das ganze Thema mit dem Wasser nicht machen. Das sammelt sich so an bestimmten Flecken und sieht wirklich nicht schön aus. Das heißt, hier schon das Thema von wegen, dass es verschmiert, aber naja, also hier mit Wasser würde ich nicht mit Sublimationspapier arbeiten. Dann haben wir hier unten, das war das Aquarellpapier. Und da seht ihr halt einfach, wenn ihr so einen Aquarelleffekt haben wollt, dass sich das Wasser an bestimmten Stellen ein bisschen mehr sammelt. Und wenn ihr so einen Effekt haben wollt, dann würdet ihr hier das Aquarellpapier verwenden. Stempel sind eigentlich auch schön geworden. Und dann am Schluss haben wir hier noch das 200 Gramm Papier. Und da sind die Farben eigentlich schön geworden. Aber hier haben wir ja das Thema, dass das Schwarz sehr hell wird, weil es sehr viel Farbe aufsaugt. Und naja, die Farben sind halt hier so ziemlich am hellsten. Und ich habe das Ganze natürlich auch mit Schwarz getestet, um da zu gucken, ob ich dann auch Texte zum Beispiel mit einem Pinsel aufbringen kann, ob das funktioniert. Und das letzte, was ich dann noch getestet habe, ist eben, wie verhält es sich, wenn ich das mit diesem Stempel gestempelt habe und wie verhält es sich, wenn ich mit einer Schablone und der Blending Brush das mache. Hier wieder das 80 Gramm Papier. Naja, so lala das Ergebnis. Hier hatten wir das 120 Gramm Papier. Ist eigentlich relativ gut geworden. Auch hier das Sublimationspapier zum Stempeln selber geht. Ist ein bisschen ausgefranst. Blenden hat eigentlich überall funktioniert. Es ist halt einfach je nachdem, so wie ihr es bei den Stempeln gesehen habt, ist es natürlich dann auch, wenn ihr das blendet, werden die Farben je nach Papier kräftiger oder weniger kräftig. Und hier das Aquarellpapier hat relativ gut funktioniert. Und hier war es das 200 Gramm Papier. Hier hatte ich eben versucht, dieses Mirror Stamping noch zu machen, aber ihr seht, das hat wirklich nicht funktioniert. Das hat bei der Spiegelung an einzelnen Stellen dann die Farbe gesammelt, an anderen war dann nichts davon. Auch mit Nachstempeln hat wirklich nicht funktioniert. Von dem her für mich das Fazit ist, Laserpapier 80 Gramm fällt komplett weg. Papier 200 Gramm fällt für mich eigentlich auch weg, weil das Schwarz ganz einfach zu wenig satt ist. Und dann haben wir noch die drei und die drei eigentlich eben abhängig dafür, für was ich damit machen will. Ich werde heute Motive machen, wo ich nur schwarz stemple. Da werde ich das Sublimationspapier verwenden, weil ich da eine schöne kräftige Farbe bekomme. Und dann werde ich heute auch noch Sachen machen, wo ich koloriere, das heißt stemple und koloriere plus blende. Da werde ich das Kopierpapier, das 120 Gramm verwenden. Und Aquarellpapier mache ich heute nichts mit, aber das würde ich effektiv verwenden, wenn ich diesen eben Aquarell-Effekt bei den Farben erhalten möchte. Von dem her heute Kopierpapier 120 Gramm und Sublimationspapier. Das war jetzt so, wie ich das für mich getestet habe, aber ich würde euch wirklich anraten, dass ihr das mit dem Papier, was ihr habt, da einfach eure Tests auch macht, damit ihr wisst, welches Papier sich am besten für was eignet. Jetzt, was mache ich heute genau mit den Sachen? Ich werde einerseits habe ich eine Tasse und da wollte ich euch zeigen, wie ihr eben stempeln könnt, plus dann mit den Punkten, wie ihr da blenden könnt.
Und ich habe den Spruch ganz einfach in dunkelgrau mit einem Druckerpapier auf meine Tassenvorlage quasi gedruckt. Und das ist einfach 9 x 21 cm um das auf die Tasse aufzubringen. Dann habe ich mir so einen Platz reserviert für die Stempel, die ich aufbringen will. Und dann habe ich hier einen Text so platziert, dass es dann ins Gesamtbild reinpasst und eben das Ganze natürlich gespiegelt, ne? Weil wir brauchen es gespiegelt. Und das werde ich mit den Stiften ausmalen. Das ist das eine. Und dann habe ich auch noch hier so kleine quasi Fake-Taschen oder falsche Taschen für T-Shirts. Und da werde ich schwarz-weiß drauf stempeln und dann auch noch blenden, 3 verschiedene Motive. Und ich habe einerseits die Easy Subli, ich habe die Subli Flock und ich habe ein Glitzer-Vinyl, also eine Glitzer-Flexfolie. Das ist die von Sisa. Weil auf alle 3 Sachen können wir sublimieren. Und für diejenigen, wo das Thema Sublimation komplett neu ist, ihr könnt Sublimationsfarbe nicht auf jedes beliebige Material draufbringen, sondern es muss speziell dafür gemacht sein. Ne? Da hier den Stoff, das ist ein Polyesterstoff, den ich einfach am Meter kaufe, da wo ich meine Stoffe kaufe, damit ich den fürs Testen verwenden kann. Wenn ihr Tassen, ne, das sind auch speziell mit für den Sublimationsdruck beschichtete Tassen. Und bei den T-Shirts, das sind Baumwoll-T-Shirts, aber da ich das indirekt aufbringe, funktioniert es auch. Das heißt, Sublifock ist für die Sublimation gemacht, Easy Subli ist für die Sublimation gemacht und es funktioniert eben auch mit Glitzer, Flexfolie, da kann ich auch drauf sublimieren. Und deshalb, ne, wenn ich das dann indirekt aufs T-Shirt aufbringe, können wir da auch wieder unsere Sublimationsfarbe verwenden. Das heißt, ihr müsst wirklich Sachen haben, wo ihr das dann aufbringt, die für die Sublimation geeignet sind. Und jetzt habe ich genug gequatscht, würde ich mal sagen, und wir starten jetzt einfach mal mit dem Stempeln. Jetzt, bevor ich stemple, will ich noch gucken, wo ich dann die Stempel platzieren muss. Hier beim Drucken habe ich die Felder quasi schon markiert, da weiß ich es. Aber hier, und das war beim Drucken, ich habe es eben auf 120 Gramm Kopierpapier gedruckt, weil ich da kolorieren will. Hier will ich nicht kolorieren, sondern das ganz einfach mit Schwarz aufbringen und dann ein bisschen blenden. Von dem her habe ich hier das Sublimationspapier und da habe ich, als ich die Taschen ausgeplottet habe, habe ich zusätzlich das noch in einem weißen Karton ausgeplottet, damit ich das mit einem Bleistift kurz anzeichnen kann. Weil das Bleistift selber wird ja nicht übertragen dann bei der Sublimation, sondern nur die Sublimationsfarbe. Genau gleich wie beim Drucker. Dort wird die Druckertinte nicht übertragen, ne? Sondern dann nur das, was ich dann drauf stemple oder das, was ich mit der Sublimationsfarbe drauf mache. Dann vom Stempeln her, ne, es gibt Acrylblöcke zum Stempeln. Aber mit den Acrylblöcken könnt ihr nicht nachstempeln, weil ihr werdet es nie im Leben hinbekommen, dass ihr genau an der selben Stelle nochmal stempeln könnt. Und ich habe einfach gemerkt bei meinem Test, dass es wirklich am besten funktioniert, wenn man nachstempeln kann. Und deshalb verwende ich hier ein Stempeltool, wo ich hier mein Papier festmachen kann. Dann kann ich meinen Stempel nehmen. Den kurz da platzieren, wo ich den dann haben will. Also es guckt jetzt das, was nachher gestempelt wird, guckt nach unten zum Papier hin. Wird es so ziemlich mittig und gerade runter. So soll das nachher sein. Dann kann ich das so machen und der Stempel wird so aufgenommen. So, jetzt brauchen wir die schwarze Tinte und vielleicht noch zum Sagen, ich habe hier einfach solche Babytücher, nehme ich jeweils, um die Stempel zu reinigen. Das mache ich einfach so eine kleine Dose rein, weil dann
bleibt es länger feucht und dann habe ich hier noch ein Mikrofasertuch, um das Ganze dann zu reinigen. So, jetzt können wir Stempel nehmen und hier einfach schön, also nicht reiben, sondern nur drauf tippen und da Stempelfarbe auf den Stempel drauf bringen. Dann können wir das schon mal ein erstes Mal stempeln und gibt der Farbe wirklich Zeit, ins Papier reinzugehen. Und jetzt seht ihr auch, warum ich nachstempeln will. Ne? Das ist kein sauberer Stempel, der hat überall quasi viel Stellen. Ne? Das wollen wir natürlich nicht haben und deshalb stempel ich hier einfach nochmal nach. Schon besser, für mich noch nicht perfekt, ich stemple noch ein drittes Mal nach. Und es ist halt das Thema, weil der Stempel ist wasserbasiert und deshalb muss man da manchmal ein bisschen nachstempeln und deshalb würde ich das auch eben nicht mit einem Stempelblock machen, sondern mit einem Stempeltool. So. Jetzt haben wir ein perfektes Ergebnis. Dann kann ich eben den Stempel und das, wo ich nebendurch gesaut habe, das kann ich alles einfach kurz reinigen. So, das war der erste. Hier nehme ich auch wieder einen, der von oben nach unten guckt und versuche das auch wieder möglichst mittig zu platzieren. 2 a.m. in the car playing our favorite song. Turn it up, windows down, we sing along. The summer Perfektes Ergebnis. has just begun. Und dann noch das dritte Motiv. The moon is bright, let's have some fun. Oh, this is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm Und auch hier wieder ein wunderbares Ergebnis. Jetzt habe ich noch dieses Papier hier. Und da will ich eben 2 Stempel drauf bringen. Einerseits einer, der von der Seite reinguckt. Das habe ich jetzt komplett falsch überlegt. Ne? Das funktioniert so nicht mit dem, weil er eben spiegelverkehrt ist. Gut, machen wir das mit einem anderen. Passt. Ich mache den jetzt einfach auf von oben runter. Oder von der Seite. Nee. Von oben runter. I don't wanna go. Calling sick in the morning, baby. Und ja, tatsächlich 2-mal stempeln war schon ausreichend bei dem Papier. Und ihr seht, die kriegt die Farbe wirklich auch problemlos sauber wieder runter von eurem Stempeltool. Die Stempel färben sich natürlich, aber das habt ihr auch mit den normalen Stempeln, dass die dann, wenn ihr die verwendet habt, die Farbe so ein bisschen annehmen. They don't need to know we're out here wild and free. Jetzt als nächstes nehme ich hier auch Sublimationsstifte und werde den Spruch, den ich gedruckt habe, den werde ich jetzt einfach nachzeichnen. Weil ich weiß nicht, ob ihr das hinkriegt, dass ihr seitenverkehrt schön schreiben könnt. Also ich habe es nicht hinbekommen. Das gehört definitiv nicht zu meinen Fähigkeiten. They say we're crazy, it's too much. And yeah, we're crazy, deep in love. Oh, this is everything
ich musste hier kurz ein bisschen schummeln. Und zwar habe ich das Thema bei der Schrift, die ich gewählt habe, hat das mit diesen Keilspitzen nicht so richtig gut funktioniert. Deshalb habe ich hier kurz meinen Cricut Infusible Ink Stift genommen. Und der hat eben so eine feine Spitze und mit dem kann man dann auch für solche feine Schriften ein bisschen besser arbeiten. Aber dann haben wir hier schon mal das, was schwarz sein wird. Jetzt werde ich hier mit Schablonen dann blenden, aber damit ich mit dem Blenden nicht auf die Motive selber komme, sondern nur ringsherum, werde ich hier kurz mit den Stanzen, die ich dazu habe, werde ich die Form kurz ausstanzen, damit ich die dann drüber legen kann und so quasi schützen kann, dass da keine Farbe drauf kommt. Hier verwende ich einfach kurz ein 200 Gramm Papier, weil das die Farbe so ein bisschen besser dann hält. Jetzt gucken. Das kurz fest, damit das auch hält. Und ich habe auch die Big Shot, aber für so kleine Sachen, um die kurz durchzukurbeln, habe ich hier einfach den kleinen Craft Buddy. So, dann haben wir hier die Form. Die klebe ich jetzt einfach schön über das Motiv drüber. Dann nehme ich hier auch wieder meine Sudelpapier und dann können wir hier auch schon anfangen zu blenden. Ich starte mal mit dem kleinen hier, das ist die Giraffe. Da will ich Punkte drauf haben und solche Schablonen, die könnt ihr entweder kaufen oder wenn ihr einen Plotter habt, könnt ihr das wunderbar auch einfach selber mit dem Plotter ausplotten. Ich mache das nur hier kurz auf dem Blatt fest. Respektive, nee, andersrum, ne? Hier, Schablone drauf, schön ausrichten, so wie ich das gerne haben möchte. Und dann machen wir die Schablone oder das Blatt quasi an der Schablone fest. So macht es mehr Sinn, ne? Jetzt will ich das in Gelb. Dann brauche ich meinen Blending-Pinsel. Ich habe den vorhin einfach versucht, so gut wie möglich zu reinigen. Jetzt kann ich da ganz einfach hier auf Stempelkissen drauf Farbe holen und dann das quasi hier schön blenden. Und ich sehe auch die Bleistiftstriche noch, von dem her weiß ich, wo ich hier Farbe aufbringen soll und wo nicht. This is everything with you right next to me. So, das ist das erste. Und wenn ich da jetzt die Giraffe wegnehme, dann seht ihr auch, dass ich schön die Punkte um die Giraffe herum habe. Ne? Jetzt mache ich gleich mit dem weiter, was dasselbe Muster und dieselbe Farbe verwendet. Und zwar ist es die Tasse. Da werde ich die Schablone einmal verschieben müssen. Aber auch das passt. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. This is everything with you right next to me. So alive and tonight I'm thinking that I don't wanna go. Und wenn ihr euch jetzt denkt, ne, wie kannst du so viel Farbe vergeuden? Ihr könnt die Stempelkissen, da gibt es auch dann die Nachfüller. Also ihr könnt die jederzeit auch nachfüllen. Dann die Schablone schön ausrichten, damit die Punkte wieder passen.
dann kann ich auch diesen Teil hier drüben auch noch machen. Wenn ich jetzt hier quasi meine Abdeckung wegnehme, habe ich schön das Motiv, was eben keine Farbe drauf hat. Respektive sogar beide. Ne? So habe ich quasi einen gepunkteten Hintergrund. Das legen wir beiseite. Und die Schablonen könnt ihr auch mit, also ihr könnt es kurz unter das Wasser halten, geht eigentlich fast am einfachsten. Ich mache das kurz, gehe damit kurz unter das Wasser und lege die dann trocken. Für den Panda wollte ich kleine Herzen haben. Deshalb nehme ich hier diese Schablone. Die wird auch nicht ganz ausreichen. Von der Länge her muss ich dann einfach einmal schieben. Und das werde ich mit Pink blenden. Ich habe die Bürste wirklich super gut geputzt. Ich werde mir noch separate Bürsten für die Sublimationen bestellen. Ich hatte heute einfach keine mehr, aber dass ich da wirklich jeweils eine pro Farbe verwenden kann und dann nicht fälschlicherweise irgendeine Farbe mitnehme, weil das Thema ist ja, dass die stärkste Farbe, also wenn ich jetzt zum Beispiel mit Braun auf Rot gehe, dann wird es Braun gewinnen. Oder wenn ich mit Schwarz auf Rot oder Blau gehe, dann wird es Schwarz gewinnen, weil die Farbe ist ja transluzent und deshalb leuchtet die durch. Also ne, da müsst ihr wirklich aufpassen, mit welcher Farbe ihr wo drüber geht. Können wir auch hier die Form wieder wegnehmen. Und dann haben wir wunderbar unseren Bären oder unseren Panda. Das lasse ich auch kurz trocknen und wasche kurz meine Schablone aus. Und beim dritten, da will ich ein bisschen was anderes machen. Ich versuche doch kurz ein bisschen meinen Arbeitsplatz abzudecken. Das lege ich so hin, respektive so. Dann nehme ich einen Pinsel, bisschen Wasser, meinen Acrylblock und dann nehmen wir Violett. Da mache ich ein bisschen Farbe auf den Stempelblock drauf, löse das mit Wasser an. Und jetzt mache ich hier drauf einfach Farbspritzer. So, das reicht für mich eigentlich. Und dann kann ich hier die Farbe einfach wieder runterholen. Noch kurz mit dem Baby Wipe putzen, damit das auch schön sauber ist. Bei denen verwenden wir jetzt dann gleich noch zum Kolorieren. Und den Pinsel wasche ich kurz aus. So, dann haben wir hier wunderbar auch unseren Esel, der von oben nach unten guckt, mit ein paar Farbspritzer ringsherum. Und was ich jetzt auch noch machen wollte, waren die beiden hier zu kolorieren, ne? Und da verwende ich meinen Stempelblock, gelbe Farbe, dann brauche ich Orange für die Schattierung, dann brauche ich Rosa für die Zunge und Rot für die Schattierung vom Rosa. Das ist das, was ich brauche. Wasser, einen feinen Pinsel und ja, das ist es eigentlich auch schon. Ich fange mal kurz mit Gelb an. Dann nehmt ihr jetzt einfach ein Stempelkissen und gebt hier auf zum Beispiel einen Acrylblock Farbe
Dann holt ihr Wasser und löst hier diese Farbe quasi aus. Gebt ihr einfach genug Wasser dazu, damit ihr hier genug Farbe habt, um damit zu arbeiten. Und dann gehe ich hin und fange an, meine Giraffe auszufärben. Und bei diesem Kopierpapier, ne, ist es schön, dass ihr eben auch über die schwarzen Linien drüber malen könnt. Die verschmiert euch auch nicht. Dann noch die zweite Seite, und wenn ihr hier Farbe nachladen müsst, dann gebt die Farbe in eine Ecke, wo kein Wasser drauf ist, ne? Und nicht erschrecken, wenn die Farbe trocknet und die dann blasser aussieht, weil bei der Sublimation ist es ja so, dass die Farbe quasi mit dem Pressen aktiviert wird. Das heißt mit der Hitze und dem Pressen. Von dem her ist es ganz normal, dass die hier so ein bisschen heller wird. Und eben, es spielt keine Rolle, wenn ihr mit der Farbe über die schwarzen Linien geht. Bei dem Papier hier verschmiert es mir das auch nicht. Jetzt will ich die Schattierung noch machen und dann nehme ich Orange. Brauche ich nur eine ganz, ganz kleine Ecke. Wirklich nicht viel. Weil ich ziehe jetzt quasi von dem Orange hier ins Gelb rein, um eine Schattierung zu machen. War es dann auch schon. Und jetzt brauche ich dann noch die rosa Zunge. Das heißt, ich nehme das rosarote Inkpad und gebe hier ein bisschen Farbe drauf. Braucht doch gar nicht viel, weil ich habe ja nur die Zunge hier auf der Seite. War jetzt eigentlich schon zu viel, ne? Was ihr auch machen könnt, ihr müsst nicht unbedingt das Rot nehmen. Ihr könnt auch einfach ein bisschen mehr vom Pink nehmen und damit die Schattierung machen, ne? Geht auch. So. Und das lasse ich jetzt alles kurz trocknen, damit ich das nachher pressen kann. Ich habe das Ganze hier schon ausgeschnitten und da werde ich das hier mit dem Glitzer verwenden, das hier mit der Flock und das hier mit der Easy Sabli. Und ich werde das kurz mit der Easy Press pressen. Da habe ich das eingestellt auf 155 Grad 10 Sekunden, weil wir müssen zuerst die Easy Sabli aufs T-Shirt aufbringen. Kurz abrollen. Und dann kann ich das auch kurz vorpressen. Einfach damit die Restfeuchtigkeit rausgeht und die Falten auch weg sind. Und wenn ihr euch fragt, dann kann ich das auch mit einem Bügeleisen machen. Ich habe euch ein Video gemacht, wo ich die Vorteile und Nachteile von den einzelnen Methoden oder von den einzelnen Mitteln zum Pressen zeige. Guckt euch am besten das an. Die Easy Sabli, die müssen wir vom Träger lösen. Da ich hier eine einfache Form habe, brauche ich keine Übertragungsfolie.
und kann das jetzt hier auf dem T-Shirt da platzieren, wo ich das gerne haben möchte. Ich würde sagen, auf diese Höhe. Passt. Ich verwende hier zum Pressen, gibt es auch dieses Papier von Artistry. Und jetzt gehe ich da mit 155 Grad 10 Sekunden drauf. Es geht nur darum, dass die Easy Supply auf dem Shirt drauf haftet. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ich merke gerade, dass ihr gar nicht so viel seht. Ne? Kommt da noch ein bisschen hoch. So, hier habe ich meine Tasche drauf und weil ich die zurechtgeschnitten habe, kann ich die jetzt wunderbar dann hier drauf bringen. Ich lasse das kurz ein bisschen abkühlen. Währenddessen kann ich mir kurz das hitzeresistente Klebeband zurechtschneiden. Das ist auch eins von Artistry. Da müssen wir hier die Hitze noch anpassen, weil für Sublimieren braucht man natürlich eine wesentlich höhere Hitze und bei der Easy Supply sind das 190 Grad. Und das für 45 Sekunden. So, dann können wir die aufheizen lassen und ich kann hier mein Motiv schön auf dieser Tasche platzieren. Und das Ganze festmachen. Das Festmachen macht deshalb Sinn, wenn euch das Ganze verrutscht, dann habt ihr ein Ghosting und dann ist es auch nicht wirklich schön. Ne? Jetzt mache ich hier noch eine Folie ins Shirt rein, weil ich nicht will, dass dann plötzlich sich irgendwas auf die Rückseite überträgt. Einfach um 100%ig sicher zu sein. Plus logischerweise immer ein Papier drauf, weil wenn ihr das nicht macht, habt ihr dann plötzlich die Farbe an eurer Hitzepresse. So. Das kann ich jetzt für 45 Sekunden bei 190 Grad pressen. Dann können wir das kurz ein bisschen abkühlen lassen. Und selbst wenn jetzt Farbe, also das hier, das könnt ihr wegschmeißen, weil da hat sich garantiert Farbe drauf übertragen. Aber wenn ich jetzt Farbe auf meinem Baumwollstoff drauf habe, das heißt, das ein bisschen außerhalb von der Easy Supply ist es kein Problem, weil das wäscht sich mit der Wäsche aus. Ne? Sublimation, also Sublimationsfarbe auf Baumwolle geht nicht und das ist ein 100% Baumwoll-Shirt. Jetzt können wir das hier abziehen. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Ne? Euren eigenen Stempel auf dem T-Shirt drauf. Das lasse ich auskühlen. Bei der Subliflock ist es ja so, dass wir zuerst das Motiv auf die Subliflock draufbringen und das bei 200 Grad 45 Sekunden. Das heißt, ich muss hier meine Heatpress höher stellen. Und 45 Sekunden stimmt noch. Dann brauche ich hier auch wieder vom Papier. Dann die Subliflock und da wirklich wichtig, das abzurollen, dass da keine Fussel drauf sind. So, dann mein Motiv hier schön platzieren. Das klebe ich auch kurz fest, damit mir da nichts verrutscht. Dann schließe ich das Sandwich und das presse ich jetzt mit wenig Druck für 45 Sekunden bei 200 Grad.
Dann kann ich die Hitze auch umstellen. Das muss jetzt 145 Grad sein. Und das für 12 Sekunden. So kann ich die runterkühlen lassen. Können wir uns angucken, wie das hier aussieht. Ja, der sieht jetzt so aus mit diesen Farbspritzern. Kann ich schon mal mein T-Shirt hier nehmen. Das kurz ein bisschen vorpressen. Spielt eigentlich keine Rolle, wenn die Heatpress ein bisschen warm ist. Dann mache ich auch hier ein Papier wieder drunter. Dann ein neues hier drüber. Hier können wir einfach die Abdeckung lösen, respektive einfach ist schnell gesagt. Ja, die liegt hier so auf einer Trägerfolie, das könnt ihr wegnehmen. Und auch das auf dem T-Shirt da platzieren, wo ihr das haben möchtet. Dann kommt auch hier Papier drauf. Und wenn die Presse bereit ist, könnt ihr das eben bei 145 Grad für 12 Sekunden pressen. Ich habe gemerkt, dass es eigentlich am besten geht, wenn ich das zweimal presse. Das heißt, ich lasse das hier kurz ein bisschen abkühlen. Und dann gehe ich einfach noch ein zweites Mal drauf. Dann kann ich das auch schon einstellen für das Glitzer und da brauchen wir 185 Grad und was haben wir da, 60 Sekunden. So, können wir das hier wegnehmen und dann seht ihr hier, wie wir diese witzige Aufsetztasche drauf haben mit den Farbspritzern und der Stempel wirklich super sauber. Dann das nächste Shirt. Dann brauche ich mein Glitzer-Vinyl. Das kommt hier hin. Und das presse ich nur kurz für 1-2 Sekunden. Es geht nur darum, dass das Ganze haftet und ich die Trägerfolie abziehen kann. Ich weiß jetzt schon, dass das wirklich extrem cool aussehen wird. So, dann brauchen wir auch wieder ein Papier drunter. Und ich habe mir gedacht, aus dem Fehler von vorhin, dass das ein bisschen über das Motiv drüber gegangen ist, mache ich das kurz so, dass ich da ringsherum einfach Tape drauf bringe, dass ich dann nicht über den Rand von der Glitzerfolie drüber gehe. Wie gesagt, die Simulationsfarbe würde sich nach dem Waschen ausspülen. Oder mit dem Waschen geht die runter. Aber so habt ihr es dann von Anfang an gleich sauber, ne? Oder ihr achtet einfach darauf, dass das Motiv wirklich kleiner ist als euer Trägermaterial. Auch eine Option, ne? Und ja, es muss hitzebeständiges Klebeband sein, weil ihr geht hier mit 185 Grad drauf, ne? So, jetzt das Motiv und das kleben wir natürlich auch wieder fest. Das heißt, zuerst schön platzieren. Dann auch oben wieder schützen und jetzt gehen wir die vollen 60 Sekunden bei 185 Grad drauf. Dann brauche ich die Easy Press schon nicht mehr. Das lassen wir kurz ein bisschen runterkühlen. Ist das cool? Oh mein Gott.
Aber jetzt mal ehrlich, ne? Wie cool ist das denn? Hier mit dem Glitzereffekt und wirklich ein absolut sauberes Bild. Ne? Das ist diese Idee. Und jetzt gehen wir noch zur Tasse rüber. Dann kommen wir noch zur Tasse und ich hatte ja hier den Pinsel fahren lassen. Ich habe das jetzt einfach ausgeschnitten, damit das nicht auf die Tasse überträgt. Tasse natürlich zuerst auch reinigen, ne? Am besten mit Alkohol abreiben, aber trotzdem gucke ich dann immer noch, dass ich da nicht irgendwelche Fussel noch drauf habe. Dann können wir unser Motiv nehmen, das Klebeband, und das hier schön mittig auf die Tasse aufbringen. Ich habe, wie gesagt, bei mir ist es 9 cm in der Höhe und 21 in der Breite. Ich mache das einfach jeweils so, weil ich nicht Gefahr laufen will, dass das irgendwo dann nicht gepresst wird. Und mir gefällt das eigentlich auch mit diesem, dass ich hier auf beiden Seiten einen kleinen Abstand habe. Aber ich gucke jetzt natürlich, dass das schön straff auf der Tasse liegt. Gut, gucke ich nochmal drauf. Das wäre jetzt sauber falsch rum gewesen. Oh Gott. Das Motiv muss natürlich, die kommen von oben runter. So muss es auf die Tasse. Ach du liebe Güte. Das wäre jetzt das Beste gewesen, ne? Falsch auf die Tasse aufbringen. Jetzt nochmal straff draufbringen auf die Tasse. Und es ist mir tatsächlich auch schon passiert, dass ich die falsch rumgepresst habe. Ne? Also guckt euch wirklich an, ne, dass das Motiv richtig liegt. So, jetzt machen wir da noch ein bisschen mehr Kleber drauf. Zwar gucke ich im Speziellen da, wo die Giraffe hochkommt, dass das da wirklich schön satt sitzt und dann sauber gepresst wird. One kiss, many years have gone by, many tears have dried out. I know that. Und dann muss hier natürlich auch ein Papier ringsum. Und so kann ich das in die Tassenpresse geben, in die Cricut-Tassenpresse. Und das pressen und dann gucken wir uns das Resultat an. So, die Tasse ist fertig, ist noch ein bisschen warm, aber ihr kennt mich ja, ich kann jeweils nicht warten, bis das fertig ist. Von dem her nehmen wir das jetzt runter. Und ihr seht auch, warum ich sage, da muss unbedingt ein Papier, ein Backteinpapier oder eben das von Artesprit, ist eigentlich dasselbe. Das muss unbedingt drauf, weil das habt ihr sonst alles auf eurer Manschette, was ihr hier jetzt seht. Und das hättet ihr dann auf der nächsten Tasse drauf. Ne? Das wäre schlecht. Jetzt geht's. Oh Gott, ist das cool. Ihr super leuchtender gelber Hintergrund Giraffe ist wunderbar geworden. Man sieht auch die Schattierungen, die ich gemacht habe. Na, hier bei der Nase zum Beispiel. Na, hier bei der Nase zum Beispiel, hier auf der Zunge sieht man eben diese Schattierungen wunderbar. Ein bisschen warm. Dann der Schriftzug von wegen Guten Morgen. Und dann auf der anderen Seite die zweite Giraffe, die runterkommt. Ich finde das so cool. Ne? So einfach könnt ihr eure Tassen bestempeln. Ist doch Wahnsinn.
außer eben Schriftzüge, ne? Die müsst ihr immer noch schreiben oder ihr verwendet die gespiegelten Stempel von Artesprit. Und das war auch schon das, was ich euch heute zeigen wollte. Ein paar Beispiele, was ihr eben mit euren Stempeln, die ihr schon habt, machen könnt. Und eben diesen Stempelkissen von Artesprit, was Sublimationstinte ist. Weil das Schöne an der Sublimation ist ja, dass das könnt ihr jetzt in die Waschmaschine reinmachen oder in die Spülmaschine. Das kommt nicht runter, ne? Das bleibt drauf. Von dem her hier, ne? Kann auch immer wieder gewaschen werden. Also mir hat es extrem viel Spaß gemacht, wenn ihr die Sachen, die ich euch gesagt habe, ne, beachtet, dass ihr eben am besten wirklich mit einem Stempeltool und dann nochmal nachstempelt, damit ihr einen sauberen Stempel habt, dass ihr das Ganze blenden könnt. Ihr könnt Farbspritzer machen, ihr könnt es zum Kolorieren verwenden, ne? Funktioniert alles. Und bei den Schriften, da müsst ihr halt einfach gucken, wie ihr es machen wollt. Wollt ihr es eben so wie ich mit einem Nachzeichnen oder ihr könnt es ja auch mit dem Plotter zeichnen lassen, ne? Da den Sublimationsstift reinmachen. Und eben, ne, also die Varianten hier, das sind nur einige Beispiele. Es gibt mittlerweile so dermaßen viele Sublimationsrohlinge, wo ihr Sachen drauf machen könnt. Da findet ihr garantiert etwas, wo ihr eure Stempel draufbringen wollt. Das war's jetzt aber auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dass es hilfreich für euch war, dass auch die Tipps euch dann weiterhelfen, wenn ihr das selber ausprobieren wollt. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir uns in einem meiner nächsten Videos wiedersehen. Bis bald! All the things